Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Erstmal vielen lieben Dank für den coolen Stream gestern, war echt nice gewesen auf jeden Fall. Wir haben den EU8 Server-Start natürlich gestreamt, wie soll es anders sein. Im Anschluss hatten wir noch eine coole Session mit Backpack Battles, das Game, wo ich momentan voll drauf hängen geblieben bin, wie Fungi Pizza Käse, und auf Pilzen hängen geblieben, wie Fungi Pizza Käse, so geht die Punchline. Ja. Und ja, wir sind hier auf EU8 gelandet bei Lemma Legenden. Tag 1 ist bereits schon erledigt. Wir haben es jetzt 5:16 Uhr morgens. Es ist wieder genau meine Uhrzeit. Ihr merkt es, ich bin voller Elan. Das ist my time to shine auf jeden Fall. In der Nacht werde ich hier lebendig. Und ja, wir haben hier jemanden, den Honey, der schon auf 158 ist. Ja, das ist natürlich ganz nice. War schon, ich glaube, irgendwann, also ich hatte das früheste, wo ich reingeschaut habe nach 0 Uhr, war gegen 4 so circa. Ja, ich weiß nicht ganz genau, zu welcher Uhrzeit der hier das Level erreicht hat. Auf jeden Fall kurz, wahrscheinlich nach 0 Uhr. Und das sind natürlich dann nicht viele Stunden, die hier vergangen sind mit dem Necromancer. Tatsächlich alleine auf weiter Flur, muss man mal so sagen, wie es ist. Denn sonst haben wir hier Kundschafter und Dämonenjäger, ein paar Baden haben wir dazwischen, ein Magier, ne? Aber ansonsten, der nächste ist jetzt auf Stufe 15 hier wieder, oder auf Rang 15, Stufe 47. Also der Honey will es auf jeden Fall wissen hier, da bin ich mal gespannt, wie das hier noch weitergehen wird. Wir haben ja auch die coole Statistikseite jetzt und dort können wir auch gucken, wie so die Analysen vom Server sind, wie groß der Anteil an Necromancer hier auf dem Server ist hier tatsächlich. Hier sehen wir schon, ist aktualisiert, aber noch nicht so hart. Ich glaube, die Aktualisierung muss von, weiß ich nicht, von kurz nach 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr vielleicht so gewesen sein. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier reingehen, in die Statistiken sehen wir, das ist aktualisiert, denn das war gestern noch bei 50%. Wir sind jetzt bei 47%, aber man kann knapp sagen, 50% auf dem Server sind hier Nekromanten. Ja, ich will immer Necromancer oder Nekromant und dann kommt immer irgendein Scheiß dazwischen raus. Und ja, das ist die Statistik, immer sehr cool zu sehen auf jeden Fall. Also hier haben die mit weitem Abstand im Moment sehr weit vorne, aber ihr seht, es wird auch noch mitten in der Nacht bzw. früh am Morgen auch noch gepusht. Und ja, wir haben Stufe 25 erreicht, ist jetzt nicht so besonders, aber das war auf jeden Fall mein Ziel für Tag 1. Ich mache mir jetzt nicht großartig besonders sehr viele Ziele hier auf dem Server, ich spiele einfach just for fun. Ich bin in der Gilde Lemma Legenden untergekommen, das ist die Gilde von El Chefe, der hatte mich noch kurze Zeit später, kurze Zeit bevor Serverstart mitten in der Nacht noch irgendwann angefragt, ob ich nicht hier in seine Gilde kommen möchte, ob ich schon Pläne habe. Ich habe gesagt, nö, ich bin planlos und deswegen bin ich hier einfach reingejoint und bin jetzt hier am Start und werde jetzt hier zumindest die erste Zeit auf dem Server hier in der Gilde verbringen und ist auch schon soweit wieder alles abgesprochen, dass ich hier halt nicht keinen sehr krassen Ausdauer-Char machen werde. Also ich werde hier relativ früh auch wieder den Server verlassen, denke ich mal. Aber die ersten paar Tage, Wochen, vielleicht Monate, ich weiß nicht ganz genau, werde ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter verbringen. Ich mache mal die Lautstärke ein ganz klein wenig runter vielleicht. Ja, so. Und genau, werde mir natürlich die Klasse anschauen, den Server anschauen und ja, einfach hier erstmal für die erste Zeit so mein Unwesen treiben. Wir haben hier auf dem Server 45.000 Spieler. Es ist verdammt schwer, ich habe jetzt einen 38er SA, es ist verdammt schwer, sein Sammelalbum zu füllen, muss ich mal wirklich so sagen, weil man hier fast wirklich nur Nekromanten auf dem Server hat. Ich glaube, wir müssen noch weiter runter hier irgendwie. Wir gehen mal hier hin. Ich brauche nur ganz kurz mal... Dankeschön. Ja, oh ja. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich brauche ganz kurz mal ein bisschen Gold für die Festung. Ja, solange er mir noch Gold gibt, nehme ich das auch mit Kusshand auf jeden Fall an. Okay, Dankeschön. Jetzt haben wir ihn ausgemolken. Für Stufe 3, das wollen wir auf jeden Fall erreichen. So, damit wir die Mine auch mal direkt hier reinschallern können. Und der erste Stein ist ein Glücksstein. Das ist natürlich äußerst belastend. Wir schauen mal, ob wir eine gut gesockelte Waffe finden mit guter Spanne auf jeden Fall, wäre empfehlenswert, dass wir hier auch direkt mal reinknallen können. Ja, vielleicht
bringt das schon den entscheidenden Unterschied. So, wir halten jetzt erstmal nur die Augen auf nach einer schönen neuen Waffe hier. Gesockelt natürlich, ja. Schöne Spanne und versuchen damit mal vielleicht in den Dungeons schon ein bisschen weiter voranzukommen. Ich hatte gestern auch extremes Pech gehabt mit den Waffen. Oh, fuck, da war eine gesockelt, da war ich zu schnell. Also ich habe wirklich nur Schrottwaffen bekommen. Mal gucken, ob sich das heute noch so weiter durchzieht hier. Oder ob ich jetzt einigermaßen Glück habe mit den Waffen. Aber bisher sieht es mir noch nicht so aus, als ob sich jetzt hier so viel an meinem Glück getan hat. Nee, guckt euch das an. Wirklich nur Bullshit. Ja, nur Bullshit. Das ist meine Waffe hier, 160. Es geht noch deutlich mehr von der Spanne her rechts raus. Die ist eigentlich schon fast okay, aber die Spanne ist komplett bad. Und die Spanne ist hier zum Anfang auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Faktoren im Game. Deswegen ist es am Anfang auf jeden Fall wichtig, dass ihr da auch auf eine gute Spanne achtet. Das kann euch in den Dungeons auf jeden Fall schon deutlich weiterbringen. So, man kann natürlich auch Intelligenz, darauf kann man auch achten. Ja, und da achten wir auch mal drauf, weil das kaufen wir uns jetzt nämlich gleich mal. Ganz kurz gehen wir nochmal, warte mal, der Kollege von eben, hat der noch ein bisschen Gold? Ja, reicht das noch für... Ah, warte mal, wir müssen über 50 kommen. 25 gibt er jetzt wieder das, was wir ihm geklaut haben. Oh, nee, er hat frisch Alu gespielt, oder? Er spielt gerade Alu, glaube ich. Sonst kann er jetzt nicht so flüssig sein hier. Die Handschuhe, die gönnen wir uns mal, weil die sind auch gesockelt. So, da packen wir schon mal den Stein hier rein. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Waffe, ja. Aber das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit, weil gesockelt kann man machen. Trotzdem wäre eine Waffe echt noch... Hier, da ist die Spanne schon mal gut, aber die Stats kannst du halt auch komplett vergessen. Das ist halt immer das absolut Schwierigste, ne? Eine schöne Waffe zu finden mit schöner Spanne. Hier sind die Attribute wieder nice, aber die Spanne, die kannst du wirklich keinem anbieten. Ja, das ist sehr schade, Intelligenz, Ausdauer. Ja, okay, da büßen wir ein bisschen was ein, zwar an der Spanne, aber ich glaube, damit würde ich mich noch zufrieden geben. Jetzt gucken wir mal, ob unser Freund hier noch weiter Alu spielt. Nee, jetzt hat er gerade aufgehört. Ja, also da ist ein bisschen Durchschnittsschaden schlechter, aber wir wollen... Ach, ich hätte die Waffe vielleicht später verkaufen sollen. Wir wollen auf jeden Fall den Sockel haben, wegen den Stein. Weil in der Waffe zählt er natürlich auch doppelt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht mal wieder einen finden. Ja, der uns ein bisschen Gold gibt. Okay, das war ganz gut erfolgreich auf jeden Fall. 150 brauchen wir für einen Steinskip. Das ist zum Anfang immer ziemlich teuer. Es gibt dann natürlich auch so kranke Schweine, die den Greifen leasen. Ich denke mal, auch bei dem einen oder anderen in den Top-Rängen ist auch schon der ein oder andere Greif mittlerweile verschwunden. Ja, schon wieder Glück, ich glaube es nicht. Also, ja, Ausdauer wäre auch okay noch, aber natürlich will man Intelligenz haben, ne, das ist ganz klar. Intelligenz haben wir leider nicht so viel, deswegen brauchen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, Ausdauer. Den könnten wir theoretisch auch nehmen. Den nehmen wir auch, glaube ich, gleich mit den Ring, weil es gesockelt. Und wir haben im Moment nicht so viel Ausdauer. So, jetzt schauen wir mal wieder nach einer kleinen Goldfarm hier. Jawohl, das sieht gut aus. Oh, ich würde sagen, da lassen wir uns sogar droppen. Warte mal, wie teuer war das Item jetzt hier, der Ring? 22, Intelligenz, Ausdauer, ja. Den nehmen wir mit. So, wir skillen den Rest in Glück. Und wir lassen uns das mal droppen hier. So, mal gucken, können wir uns auch gegen denselben droppen lassen einfach? Ja, dann machen wir jetzt die richtig abgefuckte Taktik hier. Das klappt nämlich genau gerade so, geht das auf, dass er uns besiegt ohne Waffe. Und mit Waffe besiegen wir ihn dann ganz easy peasy. So, das lassen wir erstmal da. Ja, das ist die Taktik am Anfang. Mal gucken. Ja, er hat noch Gold auf der hohen Kante. Ich hoffe auch noch so einiges. Es tut mir leid, falls du das sehen solltest hier. Ja, aber er scheint in der Gilde zu sein, die nicht meiner Sprache mächtig ist. Ich wurde gestern... So ist das Game. Okay, viel mehr Gold hat er auch gar nicht. Ich wurde gestern auch teilweise abgefarmt. Deswegen, ja,
kannst du nichts machen. Okay, wir haben einen Ausdauerstein. Den Glückstein packen wir erstmal noch hier rein, so. Ja, was willst du machen? Packst du eine Waffe rein. Wir können noch mal probieren, ob wir noch mal ein bisschen was finden an Gegnern, die... Ja, wir sind jetzt auch schon so hoch. Wir müssten uns eigentlich auch wieder theoretisch runterdroppen lassen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen... Wir gehen mal in diese Range so circa rein. Mal schauen, wie es hier aussieht. Man sieht auch teilweise viele Leute, die ohne Equipment rumlaufen. Die lassen sich dann hier mitten in der Nacht dann auch einfach runterdroppen in der Ehrenhalle, damit die nächsten Tag sich wieder schön hochkämpfen können oder sich hochfarmen können. Ja, das ist mittlerweile, muss ich sagen, eine beliebte Taktik geworden. Das sieht man jetzt deutlich öfter jetzt so über Nacht, als es früher der Fall gewesen ist. Beziehungsweise ist es mir nicht so aufgefallen, aber man sieht viel mehr Leute, die hier nachts einfach so nackig rumlaufen. Also da sieht man einiges, ja. Okay, wir haben aber ein bisschen Prozent im Sammelalbum gut gemacht, das ist ganz okay. Ja, wir schauen mal, ob das schon jetzt einen Unterschied macht, ob wir jetzt hier in den Dungeons weiterkommen, jetzt großartig. Weil die sind nämlich ziemlich haarig. Der Fleischgolem ist ein ziemlicher Blocker, muss man mal so sagen. Das sieht sehr schlecht aus. Und hier beim Steingigant, da könnte es noch, glaube ich, eher was werden. Der verspricht uns sogar ein Epic. Also wenn wir den die Folge jetzt schaffen würden, das wäre natürlich sehr nice. Der ist machbar. Ich glaube, da gehen wir mal ein bisschen rein. Ja. Ich habe hier noch übrigens keine Alu weiter gespielt heute an Tag 2. Also ich habe hier noch alles Mögliche offen. Wir können auch mal gucken, ob wir im Elevator jetzt ein bisschen was schaffen. Der ist ja jetzt auch offen, steht uns zur Verfügung. Gibt uns auch ein bisschen Gold, aber jetzt nicht so unglaublich viel. Ne, da passiert nicht viel. Wir tryen ihn mal. Ja, gucken mal, ob wir den besiegen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Fortschritt hier. Wir könnten auch erstmal noch neuen Items gucken, dass wir uns ein bisschen ausstatten, noch mit weiteren Sockelslots und Edelsteine und sowas uns holen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch der bessere Call an der Stelle. Das ist auf jeden Fall jetzt noch so erstmal mein Ziel für diese Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir das Video heute machen werden. Aber das ist definitiv mein Ziel, dass wir diesen Gegner noch in der Folge besiegen. Ja, das habe ich mir jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Und das werden wir auch hoffentlich schaffen. Das werden wir definitiv schaffen. Mich ärgert es jetzt, Intelligenz, Glück, okay, Handschuhe haben wir schon, dass ich jetzt schon den Ausdauerstein in die Waffe gesetzt habe, weil ich jetzt mir wirklich noch vorgenommen habe. Intelligenz, Glück. Ja, verlieren wir Ausdauer, gewinnen Glück. Nehmen wir wegen dem Sockel einfach. Weil ich mir jetzt wirklich zur Aufgabe gemacht habe, ja, den jetzt noch zu besiegen, ne? Wir müssen uns droppen lassen, geht nicht anders. Mal schauen, schaffen wir es gegen ihn? Ne, das ist sehr gut. Dann können wir uns hier ein bisschen mal droppen lassen und versuchen gleich wieder ein wenig Gold zu farmen. Na, setz an. So, mal schauen, ob wir hier Leute erwischen, die irgendwie... Ja, genau, solche Leute suchen wir hier. Perfekt. Der ist genau richtig für mein Vorhaben hier. Ja, der besiegt mich auch ein, zwei Mal, ist auch in Ordnung. Kann er ruhig machen, sei ihm gegönnt. So, komm nochmal bitte. Sehr schön. Dann skippen wir hier einen direkt rein. Und haben Intelligenz. Ja, moiner, das gibt es doch nicht. Ja, den bräuchten wir jetzt hier in der Waffe. Alter, 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 ist das bitter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Wir schauen mal, ob wir noch mehr hier aus ihm rauskriegen. Also teilweise gewinnen wir, teilweise gewinnt er. Okay, jetzt haben wir ihn ausgemolken hier an der Stelle. Wo sind wir? Oh, wir sind ungefähr auf dem Rang hier noch. Dann schauen wir mal, ob wir noch den zweiten Edelstein hier noch uns erfarmen können. Und dann suchen wir noch ein zweites Item. Ja, müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht auf den Sack kriegen hier. Ah, da geht's nämlich los. Okay, der gibt uns noch ein bisschen was. Jawohl. Okay, gut. Nächster Edelstein. Bitte, bitte, bitte. Ja, ist nice, ist nice, ist nice. Den setzen wir dann schon mal da rein. Boah, ich überlege mir noch, ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch wieder aus der Waffe rausnehmen soll oder ob ich den in einen anderen Slot reinbringe. Weil du willst schon den Damage in der Waffe haben. Das ist schon auf jeden Fall, ja,
Oh, die Schuhe sind ja richtig nice. Die sind sehr, 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 sehr gut. Ja, müssen wir auf jeden Fall uns wieder ein bisschen hin und her farmen hier. Damit wir uns das leisten können. Ja, ne, ich glaube, ich setze den Stein einfach ganz normal ins Equipment rein. Weil, ja, das ist einfach zu teuer zum Anfang. 150 Gold für einen Edelstein. Und dann muss das auch noch der richtige werden. Und Ausdauer ist per se ja jetzt nicht schlecht. Deswegen, bevor ich das Risiko eingehe, setze ich den dann lieber jetzt gleich in die Schuhe rein. Okay, nice, der hat ein bisschen Gold. Und dann ist das in Ordnung. Der gibt mir sogar so viel noch, dass es für den nächsten Skip auch noch reicht hier. Das ist natürlich nice. So, warte mal. Intelligenz, Ausdauer. Zack. Dann der Intelligenzstein rein. Sehr schön. So. Was nehmen wir noch? Wir können natürlich auch noch das Oberteil hier, beziehungsweise den Hut noch ändern. Aber wir können auch mal ganz kurz schauen, ob das jetzt hier schon reicht für den Gegner. Ist auch ein Krieger. Also theoretisch könnte ich auch meinen Stärkestein nutzen, falls wir noch irgendwie einen Slot finden. Wir gucken einfach mal weiter. Einen Gürtel könnten wir vielleicht auch noch gebrauchen. Gürtel oder Hut. Ansonsten haben wir hier jetzt soweit alles im Waffenladen. Ja, bis auf die Waffe, die könnte halt noch ein bisschen besser sein, meines Erachtens nach. Aber ich will auch jetzt hier nicht zu viel verlangen. Intelligenz. Ja, büßen wir zwar ein bisschen Ausdauer ein, aber will ich das? 10, 20, 30. Ja, wir büßen ein paar Stat-Punkte ein auf jeden Fall. Aber wir kriegen ja auch mehr dadurch, dass wir auch den Stein hier jetzt reinsetzen. So. Bevor wir hier lange rumblättern, machen wir das lieber so. Und ja, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Glück haben. Also der Stärkestein bringt halt ein bisschen Verteidigung gegen den Gegner, weil er halt ein Krieger ist hier. Mit ein bisschen Glück fällt er jetzt und dann ist mein Ziel für die heutige Folge auch erstmal erreicht. Sehr schön. Und wir haben Epic bekommen. Was war das? Ja, ein Rüdiger. Rüdiger haben wir bekommen. So, leider auch ungesockelt und alle Attribute. Ist mit das Schlechteste, was man bekommen kann, leider. Aber ich will mich ja jetzt auch nicht beschweren. Ne? Also, so ist das Game halt. Ja, mal schauen. Mal gucken, wie sieht es jetzt noch bei ihm aus? Da gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Stimmt, wir gucken uns nochmal den Kampf an zum Schluss. Ja, das, bevor ich das wieder vergesse. Weil viele Leute wollen auch immer gucken, wie der Kampf denn tatsächlich aussah. Aber das vergesse ich dann immer zum Schluss der Folge. Aber diesmal auf jeden Fall nicht. Wir haben aber unser Ziel erreicht. Der Fleischgolem, der liegt mit ein bisschen Glück tatsächlich auch. Ich glaube tatsächlich, wenn wir noch unser restliches Equipment mit Stein ausstatten und auch guten Stein, jetzt nicht Ausdauer und sowas großartig und Glück, dann fällt der, glaube ich, tatsächlich auch noch. Ne? Aber das ist halt wieder jetzt sehr viel Arbeit, bis man den Stein sich erfarmt und das richtige Item findet. Ne? Das kennt ihr ja. Ich denke mal, wir sollten erstmal schon versorgt sein mit dem. So, gucken wir uns den Kampf mal an, wie der verlaufen ist. Der war ja trotzdem sehr lucky. Ne? So ein schöner Nekromantenkampf hier auf jeden Fall. Ja, haben wir ein bisschen reingelackt, da haben wir mal geblockt, sehr schön. Den nächsten Kampf hier, also das Ding ist halt, bei solchen Kämpfen, da musst du jede Runde deine Fähigkeit beschwören. Alter, und der hat gesessen. Junge, der ist so hart random, ne, wirklich. Dieser Charakter ist so hart random. Naja, aber ich werde ihn auf jeden Fall ein bisschen spielen, Spaß macht er allemal und so sieht es momentan aus, hier gerade auf EU8, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz auf die ersten Plätze und ja, das soll es soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Falls ihr die Codes noch nicht genutzt habt, die ihr über mir seht, könnt ihr die auch sehr gerne verwenden und ja, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.